Wir präsentieren Ihnen eine Nothilfeübung. An dieser Übung sind beteiligt zwei Feuerwehrfahrzeuge Z6 der Flughafenfeuerwehren, eine CH-53. Kurze Durchsage zwischendrin. Die Kinder und Nichten Laura, Lara und Devin warten auf ihre Mutter Birsen Duran aus Bielefeld hier am Zeko am ILA Tower. Dankeschön. Sie sehen jetzt die beiden Feuerwehrfahrzeuge, die das Feuer angreifen werden. Aus voller Fahrt werden sie gleich anfangen, das Wasser zu werfen. Now the scenario we're imagining is there's a fire out there on the airfield. Now just imagine we are in a forest or in some densely wooded land, and the two fire engines have rolled out there to tackle it. 680 horsepower from those massive engines, giving them a maximum speed of 130 kilometers an hour. Each carries 6,000 litres of water, 600 litres of foam, and can deploy them up to 100 metres from the vehicle. Die beiden Feuerwehrfahrzeuge bekämpfen gerade einen simulierten Waldbrand. Leider reicht die Löschleistung der Fahrzeuge nicht aus, um das Feuer zu löschen. Und aus diesem Grunde werden jetzt mit einem Schlag 5000 Liter Wasser abgelassen von der CH-53, die sie vorher aus einem nahen Gebiet aufgenommen hat. Now the fire commander on the ground decided that the fire engines weren't enough. So from the Luftwaffe he called in a CH-53 from Helicopter Squadron 64, and that aircraft has just delivered 5,000 litres of water from a device known as a Bambi bucket. Zur weiteren Bekämpfung setzt jetzt ein NH90 Last ab, um mit weiteren Maßnahmen das Feuer von unten heraus zu bekämpfen. Diese Last bekämpft das Feuer natürlich nicht allein. Windchens aus bis zu 45 Metern Höhe. So the two NH90s have arrived on the scene. The fire commander again deciding he needs more equipment. First NH90 delivering an underslung load of firefighting equipment. Meanwhile, in the back of the second NH90 is a team of specialist firefighters. They're going to be winched down to the ground, to the fire area. Again, imagine if this was woodland with a small clearing, so the helicopter cannot land, they must use the winching technique. And you will see two firefighters lowered to the ground, and they can do that from a height of 500 metres. I do beg your pardon, 55 metres. 500 Meter, ja, das wäre sehr viel, also 45 Meter reichen vollkommen aus, höher geht es leider nicht. Diese Aktionen sind notwendig, wenn der Hubschrauber an dem vorgesehenen Platz nicht landen kann, sondern aufgrund der Hindernislage am Boden aus dieser Höhe heraus operieren muss. Don't blame me, I'm still working in feet. So you can see the winching apparatus lowers the firefighters to the ground where they can use the equipment that was delivered by the first NH90 to help fight the fire, help the fire engines fight the fire. Die ganze Aktion wird natürlich von den Feuerwehrfahrzeugen überwacht und wieder aufkommende Brände wären durch ihre Wasserwerfer direkt wieder bekämpft, um das Feuer weiterhin bekämpfen zu können. The CH-53 under the radio call sign Smoky is leaving the area now. Now any event it'll leave with another 5,000 litres of water and bring it back in, and keep doing that until the fire was fully extinguished. Die beiden Z6-Fahrzeuge der Feuerwehr haben jeweils 680 PS Leistung und können bis zu 130 Stundenkilometer schnell fahren. Mit diesen drei Achsen, die alle gleichzeitig angetrieben werden, ist das ein imposantes Bild. As Mitch was saying, very powerful 680 horse engines in these fire engines. Crew of 3, 1 driver, 2 firefighters. But with enormously strong pumps for the water and the foam, means they can... Feuerwehrleute, die am Boden abgewinscht wurden, werden jetzt an diesem Platz nicht mehr gebraucht, müssen nun aber wieder aufgenommen werden.
Sie sehen jetzt also, wie die Personen am Boden die Last wieder einhängen, um diese weiter zu transportieren. Well, as you can see, ladies and gentlemen, the fire commander has decided that the fire is now safely out. So the first NH90 has arrived to recover the firefighting equipment. It's been directed by the firefighters. Coming to the hover immediately above the equipment and attaching it to the underslung load. Nachdem die Last nun aufgenommen wurde, kommt die zweite NH90 vom Transporthubschrauberregiment 3 SIK aus Niederstetten wieder angeflogen, um die beiden Personen wieder aufwinschen zu können. Second NH90, this one from the 30th Regiment at Niederstetten, coming back in to pick up the two firefighters, again using the winching technique, assuming of course that the fire was taking place in an area where you simply couldn't land the aircraft. You can still deliver personnel accurately, directly where they're needed using this technique. Die NH90 kann bis zu 20 Soldaten oder 12 tragen oder 4.200 Kilogramm Innenlast aufnehmen. Als Außenlast kann sie bis zu 4 Tonnen am Frachthaken bewegen. NH90 very useful for this task, capable of carrying 20 soldiers, 4,200 kilograms of cargo inside, or using the cargo hook for an underslung load carrying 4,000 kilograms, that's 4 tons underslung. Während die Person jetzt aufgewincht wird, möchte ich Ihnen gerne noch sagen, alles das, was die Bundeswehr hier darstellt, können auch Sie machen. Smoky oder den längeren Begriff Feuerlöschbehälter. Feuerlöschbehälter. Oh, fantastic, that's even shorter. Mit so einem Feuerlöschbehälter kann man natürlich auch tiefliegende Wurzelbrände bekämpfen. Ladies and gentlemen, I need to explain that one. I'm afraid my German is terrible, and they've been trying to explain to me what a Wurzelbrand is. Well, a wonderful photo opportunity for the 3 helicopters, all of whom equipped with firefighting equipment. Ein wunderbares Bild, die 5 teilnehmenden Luftfahrzeuge und Fahrzeuge.